Fangen wir an, ne? Würde ich sagen. Machen wir erst auf dem RM? Komm, wir machen erst auf dem RM. Zum Glück sind die nicht gebunden. So kann ich die rüber traden. So. Jalla. Ah ja, jetzt einfach einen anderen gegeben. Ich habe immer so Angst davor, ne? So Paranoia, dass ich dir einfach einen anderen gegeben habe. Okay. Ja, würden wir das schaffen, plus 5, ne? Dann wäre eine Sache schon richtig fertig, so von dem neuen Content. Also erstmal die 3 anfüttern. 0,0156% Chance, ey. Oh, das kostet ja Penya richtig. Ich will genug Penya haben. Plus 4 mit STR plus 55 und Crit-Schaden plus 6 ist es jetzt. Und dann wäre es ja, 5 STR mehr, 60 STR und 7% Crit-Schaden anstatt 6. Der so wenig Benefit für so hohe Kosten eigentlich, was das alles kostet, die ganzen Sunstones. Aber egal, wir gehen rein. Meistens sind der Soulbound. Luck. Der Giant Count ist runter. Oh, ja, sorry. Machen wir noch weg. So, rein geht's. Ah, in die Lucky Session. Warum haben wir denn hier keinen Ton, ey? Ist ja sowieso gleich vorbei. What? Ja, Digga! Der ist plus 5 gegangen. Easy, Digga. What the hell? Wie easy war das denn? Average 100 Tries. Ja, Average 100 Tries wahrscheinlich, oder? Nur wenn du kein Streamer bist. Oh, der erste ist plus 5 und wir haben noch die meisten Tries. Gerade zum Alter, was denn der 100 Tries, Alter? Ja, trade mal noch mehr hier rüber. Wir machen auch den anderen Ring plus 5. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Upgrade-Event läuft noch? Ja, wir tauschen einfach mal. Plus 5 gegen plus 4. Easy, boy. Warte, wie? Guck mal noch mal kurz. Ich weiß ja nicht, wer es ausgerechnet hat, ne? Aber bei Live Infos Ultimate Yearly Upgrade ist eigentlich genau. Average Tries haben wir hier nochmal, sind 100. 100 Average Tries. Wie viele waren das? Das waren 15? 15 oder 14 Tries jetzt gewesen. Alles wegen meinem Cheer. Danke, Bonsor. Ich küsse auf deine Sponsorigkeit. Streamer Luck it in, boys. Ja, nee, aber wirklich ist auf plus 5 ist 100 Tries Average. Ja. Und dass wir die Average Chance haben, den. Ja, der, keine Ahnung, den Rest verstehe ich halt auch nicht, ist mir zu hoch. So, okay. So, dann füttern wir noch mal kurz mit. Ja, Bruder, ich hab gedacht, ne, ich habe halt nicht beliebt, ne? Aber ich habe nicht an meinen Lack beliebt. Ich habe gedacht, wir gehen da ohne Erfolg heute rein, aber wie beim Giant Hunten Cover. Aber gut. So, jetzt sind aber hier schon mal alle Tries weg. Den haben wir jetzt hier nur kurz angefüttert noch. Das ist Maximus, ja. Okay. So, den Rest können wir jetzt hier aber machen. Wo ist er? Ne, den habe ich jetzt angezogen. So. Das. Nein! Hä? Ich will doch upgraden. Na, nicht Element. Oh, Imagine, ich würde 2 hinkriegen, ne? Oh, Imagine, ich würde beide Ringe hinkriegen auf plus 5, Digga. Das wäre so sick. Weil ich habe sogar schon einen Screenshot gesehen von einem, der gepostet hat, dass er irgendwie, der hatte 170 Tries oder sowas schon drin. Der hatte auch so einen Ring gepostet, glaube ich, mit Upgrade-Attempts irgendwie 170, 180, wo ich dachte, oh Bruder, wenn ich daran denke, Schmuck abzugraden, oh nee, Digga, so viele Tries, ne? Aber hey, alles gut, der ist so schon in.
Dings brauchen wir nicht machen. Bällepass, da sind wir sowieso schon durch. Okay, hier sind alle durchgerattert jetzt ganz schnell. Ja, wir sind 0,3% Chance und sind bei 20 Tries drin. Erstmal okay. Meine, wir sind sowieso schon okay, davon abgesehen. Okay, jetzt sind meine Sunstones abgelaufen. Jetzt haben wir nochmal die letzten 25 Tries. Das heißt, wir sind am Ende bei 52, wenn nichts reingeht. Dann hätten wir es auf jeden Fall schon mal sehr gut angefüttert. Ich denke mal, ein Upgrade-Event wird sowieso nicht kommen. Wir sind jetzt bei 35 Tries, 37 Tries. Schade, dass da keine Meldung kommt, ne? Auch frech eigentlich. So ein Announcement. 7 Tries noch, 6 Tries, 5 Tries. Komm schon, 3 Tries, 2, ich believe. Okay, das war jetzt nichts. Der ist jetzt gut angefüttert. Mit 52 Tries. Und einer ist plus 5. Ist okay. Hey, Mann, das war ein dickes Win auf jeden Fall. 5 STR mehr und ein Crit-Schaden mehr für eine Gesamtkosten von, was waren's? Keine Ahnung. Wie viele Tries waren es jetzt? 68 oder so. Ein Sunstone ist 60, 70 Mio wert. 80 mal 70 Mio könnte man rechnen. Ja, hat sich gelohnt. Nee, war gut. Interessant wäre eigentlich noch, wenn ein Schmuck Max ist, dass das dann total abtimst da steht. Ja. Wäre ein lustiger Counter, den man vergleichen könnte, ne? Alter Gala hatte was gegen den zweiten Wilds Run heute. Tank mehrmals DC, Mobs verbuggt des Todes, die wollten, dass der Run auf jeden Fall verkackt wird. War aber trotzdem ein Success, oder? Rudi, erster Ring. Fertig. Zweiter Ring, gut angefüttert. Gut angefüttert. Meine, es kann immer noch schief gehen, ne? Mit auf einmal 180 Tries, 200 Versuchen und der geht nicht rein. Dann hättest du den anderen auf jeden Fall schon mal wieder, ja, sozusagen den Erfolg negiert, aber lassen wir erstmal so. Würde ich sagen. Können wir jetzt nochmal eine Stunde leveln und Giganten handen. Dann machen wir unseren Counter wieder rein. Ich würde sagen, wir packen noch ein paar Sachen zum Lagerchar. Ich kann jetzt langsam was essen. Langsam durch mit der 16 Stunden Fasten. Oh. Gab es eigentlich jeden Tag die Dungeon Coins? Nee, bei dem Char hier habe ich 1200 Stück noch und die sind alle vom FWC-Server. Weil die wurden ja dann transferiert. Die sind der Soul-Linked, ich dachte, die wären Account-Linked eigentlich. Genau, die wurden ja vom FWC-Server auch mit transferiert und da haben die genauso viel gekostet, allerdings war ja die Penya-Rate da irgendwie. Da war halt Milliarden an Penya waren da halt nichts wert, so sage ich mal, jetzt so allgemein gefasst. Und da habe ich halt viele Dungeon Coins halt gekauft gehabt und habe die halt alle mitgenommen auf dem Ringmaster und auf dem Char hier. Wieso fastest du 16 Stunden? Ich mache so eine 16:8 Diät oder Intervallfasten oder wie auch immer man das machen kann. Warum? Ist halt aus gesundheitlichen Gründen, weil es viele Studien dazu gibt, dass es halt gesundheitlich fördernd ist, wenn du das machst. Weil ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn dein Körper keine Nahrung mehr hat oder keine Nahrung mehr zum Verarbeiten bekommt, fängt er an, so Reststoffe zum Beispiel aus dem Körper von Krankheiten, wofür er halt sonst nie Zeit hat, zu verarbeiten und auch rauszubringen aus dem Körper. Und das macht er halt sonst oft nicht, weil er halt nicht die Zeit dazu hat, weil er immer verdauen muss, verarbeiten muss, verdauen muss. Und wenn du halt über einen längeren Zeitraum halt nicht mehr isst, wie zum Beispiel ab 12 Stunden ungefähr, fängt er an, dein Körper sich halt umzustellen, dass er halt zum Beispiel auch so eine schädlichen Reststoffe und sowas dann alles aus dem Körper verarbeitet und rausbringt, weil er sonst immer nie dafür Zeit hatte und sowas alles. Und er muss halt sich dafür umstellen können. Und das schaffst du halt zum Beispiel damit dann. Warum nicht einfach Kalorien zählen? Hab das so gehasst, aber es hilft. Brauchst du zum Beispiel nicht beim wenn es jetzt ums Abnehmen geht zum Beispiel und jetzt nicht so, was natürlich auch körperliche Gesundheit ist, brauchst du zum Beispiel nicht großartig Kalorien zählen, wenn du 16 Stunden lang nichts isst, weil du dann nur ein 8-Stunden-Zeitfenster hast zum Essen. Und das ist sehr schwer, wenn du ordentlich isst, überhaupt über deinen Kalorienbedarf oder an deinen Kalorienbedarf zu kommen.
Außer du fängst dann an, Coca-Cola zu trinken und denkst dir dann, oh ja, jetzt 16 Stunden gefastet für Abnehmen, jetzt kann ich erstmal zu McDonald's fahren oder mir Fettpizza bestellen. Dann macht es natürlich sowieso keinen Sinn, das Diäten und sowas alles oder Fettkuchen essen und so. Aber wenn du dann halbwegs ordentlich dich ernährst, ausgewogene Sachen kochst und sowas alles, was halt sowieso wichtig ist für die Diät, damit du an deine Nährstoffe bekommst, dass du keinen Nährstoffmangel hast über längere Zeit, dann schaffst du sowieso nicht. Da brauchst du keine Kalorien zählen, weil du sowieso nicht schaffst, zu viel Kalorien zu essen. Und dadurch bleibt dir dieses ganze Kalorienzählen sowieso erspart. So, ne? Weil du es halt, wie gesagt, in den 8 Stunden schaffst du nicht im Kalorienüberschuss zu kommen. Wenn du halt, sag mal, so wie ich trinke nur Wasser oder ungesüßten Tee oder leider auch Kaffee ohne Milch und sowas alles. Und ja, daher brauchst du auch keine Kalorien zählen. Welchen Zeitraum macht das Sinn? Also, wie viel Uhr beginnst du das Fasten, wenn du isst? Ich beginne das Fasten um 20 Uhr, weil ich im Zeitraum zwischen 18 bis 20 Uhr esse ich meistens Abendbrot, meine letzte Mahlzeit. Und ab dann beginnt quasi das Fasten ab 20 Uhr. Also wenn du jetzt sagst, ab 20 Uhr, wie gesagt, davor habe ich die letzte Mahlzeit gegessen, danach nichts mehr meinem Körper zugeführt, was er irgendwie vom Magen her verarbeiten muss. Also nichts, was Kalorien trifft. Also wie gesagt, sowas wie Tee oder Wasser kannst du halt natürlich trinken, sollst du auch unbedingt, nicht nur in Maßen, sondern in Massen. Aber genau, dann beginnt quasi dann ab den letzten Haps sozusagen beginnt halt auch schon das Fasten dann. Und Schlafen zählt natürlich auch mit dazu, ist klar. Das heißt, von 20 Uhr bis 24 Uhr sind 4 Stunden und dann bis um 12 Uhr sind 16 Stunden. Also ich habe jetzt meine 16 Stunden quasi rum. Werde jetzt trotzdem noch weiter streamen und sowas alles. Also habt ihr ein bisschen mehr sogar und ja. Das wäre jetzt für mich zum Beispiel, ist das jetzt ein idealer Zeitraum, aber es variiert auch je nachdem, was ich für eine Schicht habe, muss ich das immer ein bisschen umstellen. Aber es geht eigentlich ganz gut. Mach das auch und finde es sehr entspannt. Ja, ich finde es auch gut. Aber warum machst du deinen Zeitslot von 13 bis 21 Uhr? Passt das am besten vom Job her? Weil 9 Abendessen wäre mir zu spät. Nee, na, wie gesagt, meistens so um 19 Uhr esse ich abends. Man sollte auch immer so gucken, dass man für den Schlaf wäre es wieder am besten, wenn du so 2 bis 3 Stunden vorm Schlafengehen gegessen hast. Kann auch relativ kräftig essen sein. Also es kann auch wenn man sagt, ja, du sollst so abends jetzt nicht so Carbs essen, keine Kohlenhydrate und sowas alles. Aber bei der 16 zu 8 Diät kannst du es wirklich machen und auch gute Erfolge erzielen damit.